Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Für Bahnkunden dürfte die beste Nachricht des Tages sein, dass es in den nächsten 2 Jahren keine Bahnstreiks geben wird. Zumindest keine, die von den Lokführern der GDL ausgehen. Andererseits dürfte das, was die kleine Lokführergewerkschaft in diesem ungewöhnlich harten, monatelangen Tarifkonflikt durchgesetzt hat, auf eine Reihe anderer Gewerkschaften inspirierend wirken. 35-Stunden-Woche ist hier das entscheidende Schlagwort. Welche Auswirkungen dieser Tarifkonflikt am Ende haben kann, frage ich gleich noch GDL-Chef Weselski. Zunächst berichten Stefanie Hein und Carsten Behrendt und beginnen ihren Bericht mit der Erleichterung am Bahnsteig. Die Züge rollen und werden es auch in Zukunft tun. 6-mal hat die Lokführergewerkschaft den Bahnverkehr in großen Teilen lahmgelegt. Für sie herrscht jetzt fast 2 Jahre Friedenspflicht. Pendlerinnen und Pendler und auch die Osterreisenden atmen auf. Also ich freue mich, dass ich nicht mehr irgendwelche Hotelkosten oder mit Auto fahren muss. Ich meine, natürlich unterstütze ich Leute, die streiken. Ich finde es auch wichtig in Deutschland. Aber war schon viel in letzter Zeit. Deswegen freue ich mich einfach, dass es gut geklappt hat. Nicht? Bahn und GDL. 5 Monate Tarifstreit mit harten Bandagen und nun Einigung ohne Einigkeit. Auf getrennten Pressekonferenzen verkünden am Vormittag erst die Bahn und dann die Gewerkschaft die Ergebnisse, jeder für sich. Sie sehen einen Bundesvorsitzenden der GDL in einer Pressekonferenz ohne die Arbeitgeberseite. Und allein das spricht Bände. Bis in den Morgen hätten sie gerungen, das sagen beide. Die Gewerkschaft hat sich mit ihrem dringendsten Wunsch durchgesetzt, die 35-Stunden-Woche im Schichtdienst kommt, obwohl die Bahn darüber zunächst nicht einmal verhandeln wollte. Es ist uns am Ende ein intelligenter Kompromiss gelungen. Das Wesentliche dabei ist, unsere Mitarbeitenden können sich entscheiden, welche Wochenstundenzahl am besten zu ihnen passt. Ab übernächstem Jahr gibt es für 37 statt 38 Stunden das gleiche Gehalt. Wer mehr arbeiten will, bekommt aber pro Wochenstunde 2,7% Erhöhung. Bis 2029 sinkt die Regelarbeitszeit dann schrittweise auf 35 Stunden, wieder mit der Wahlmöglichkeit mehr Arbeit für mehr Geld. Außerdem wird es 420 € Gehaltserhöhung geben. Für Beschäftigte in der Infrastruktur wird, anders als von der Gewerkschaft gefordert, der neue GDL-Tarifvertrag nicht gelten. Ich gebe gut und gerne zu, dass die Anzahl der vorhandenen Mitglieder und die Streikwirkung, die wir dort entfaltet haben, nicht ausgereicht haben, um in dieser Runde die Infrastruktur mit Tarifverträgen und verbesserten Arbeitszeiten hier zu bedienen. Doch die 35-Stunden-Woche mit Option zur Mehrarbeit für Ökonomen zeitgemäß. Stichwort lebensphasenorientiertes Arbeiten. Es gibt Phasen, wo man möglicherweise Kinder erzieht und mehr Freizeit für die Kinder eben will. Es gibt aber auch Phasen, wo man vielleicht ein Haus abbezahlen muss und die Kinder aus dem Haus sind. Da wird man eher länger arbeiten wollen. So könnte die Eisenbahn etwas in Bewegung bringen, denn in Zeiten mangelnder Fachkräfte müssen viele Branchen attraktiver werden. Ja, darüber sprechen wir mit Klaus Weselski. Guten Abend, Herr Weselski. Schönen guten Abend, Frau Slomka. Ihre Gewerkschaftsmitglieder haben jetzt also eine Wahlmöglichkeit. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren. Glauben Sie oder schätzen Sie, dass mehr Lokführer sagen, na ja, dann mache ich jetzt wirklich nur noch 35 Stunden, sobald das möglich ist? Oder dass eher mehr sich dafür entscheiden zu sagen, gerne 40, dafür verdiene ich dann auch deutlich mehr? Ich denke, dass wir den Kolleginnen und Kollegen hier die Möglichkeit geben, für sich selbst zu entscheiden. Lebensphasenbezogen gibt es unterschiedliche Bedürfnisse und wir sind ganz sicher, dass die Entscheidungen, die die Kolleginnen und Kollegen fällen, die richtigen sind für sich selbst, für ihre Familien. Ja klar, aber was schätzen Sie denn, wie ist denn die Stimmung? Sie werden ja ein Gefühl dafür haben, wer sich eher mehr dafür entscheidet. Sie haben ja auch Erfahrungen bei den Verhandlungen mit den privaten Bahnunternehmen gemacht, wie viele sich da entschieden haben. Ja, wir haben erste Erkenntnisse, wo die Wochenarbeitszeit bereits zum 01.01.25 abgesenkt wird. Da gibt es schon eine ganze Reihe von Entscheidungen aufgrund der höheren Einkommen, der Verbesserung unserer Berufe insgesamt. Gibt es ungefähr ein Fünftel der Beteiligten, die die höhere Wochenarbeitszeit wählen und damit natürlich Kapazität schenken oder anders Kapazität am Markt verkaufen, die schlussendlich nie neu ausgebildet werden muss. Ja, das ist natürlich diese Sorge, die nicht nur die Bahn hat, dass durch die Arbeitszeitverkürzung der Personalmangel, der Fachkräftemangel, den wir ja eh schon überall haben, 700.000 offene Stellen,
Bundesweit hat gerade der Wirtschaftsminister noch mal beklagt, dass der ja dadurch noch verschärft wird, wenn jetzt auch noch die schon da sind, reduzieren. Nun, wir haben ja absichtlich den Weg gewählt. Das Schichtsystem ist unattraktiv. Sie wissen, dass wir ohne Schichtsystem das Eisenbahnsystem nie in Bewegung halten können. 24/7, 365. Und das sehen wir in den Generationen, die jetzt in die Berufe ergreifen, wenig Interesse. Und deswegen mussten wir das System insgesamt verbessern. Nicht nur die Absenkung der Wochenarbeitszeit, auch die 5-Tage-Woche. Mehr Lebensqualität, mehr Teilhabe am sozialen Leben in den Familien. Das ist wichtig. Also Sie haben die Hoffnung, dass dann auch die Fachkräfte quasi von alleine kommen, weil das Angebot so attraktiv ist. Nun haben Sie, um das durchzusetzen, ja wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Also bis hin zu, ich sage mal wirklich so Grenzwertigkeiten. Sie haben Ihre gegnerische Seite als Vollpfosten, Großmaul, Mimose und alles Mögliche beschimpft. War das wirklich nötig? Muss man so weit gehen in so einer Sozialpartnerschaft, die doch eigentlich Tarifkonflikte auch tragen sollte? Nun, leider ist es so, dass wir mit der DB nicht mehr in Sozialpartnerschaft gelebt haben. Die DB hat uns mit Gerichtsverfahren überzogen. Die DB hat alles darauf ausgelegt, die GDL in die Knie zu zwingen. Dass diese große Auseinandersetzung erfolgreich von unseren Kolleginnen und Kollegen bestritten worden ist, das ist eine große Leistung. Denn nie Wieselski hat gestreikt, sondern die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner haben dem Management den Stuhl vor die Tür gesetzt. Von daher ist an der Stelle das Tarifeinheitsgesetz ein Stück weit auch Gift im Brunnen. Das will ich ganz klar und deutlich sagen. Sie haben sich damit durchgesetzt am Ende mit dem, was Sie vor allem wollten. Aber besteht nicht die Gefahr, dass das ein Pyrrhussieg ist, nicht nur für die GDL, sondern auch für andere Gewerkschaften? Weil die Überlegungen, ob man in kritischer Infrastruktur nicht vielleicht doch das deutsche Recht an andere europäische Länder anpasst und da Einschränkungen im Streikrecht macht, diese Überlegung ist sehr laut geworden in letzter Zeit. Ja, ich kenne die ganzen Rufer in der Wüste, die jetzt das Streikrecht einschränken wollen. Aber ich bin sicher, dass das, bevor das umgesetzt wird, noch mal richtig diskutiert wird in diesem Land. Denn eins können wir nie machen. Die Bahn wurde privatisiert, die Post wurde privatisiert. Man hat den Beamtenstatus abgeschafft. Früher waren Lokführerbeamte, Fahrdienstleiterbeamte. Da gab es keinen Streik, aber einen hohen sozialen Status. Man kann uns nicht zu Tarifkräften machen und dann behaupten, in der kritischen Infrastruktur darf nie gestreikt werden. Ja, nie gestreikt werden, Herr Wieselski, das sagt ja auch keiner. Also es gibt viele europäische Länder, da gibt es entsprechende Regeln, zum Beispiel nicht tagelang hintereinander oder es muss eine bestimmte Auslastung gesichert werden oder nicht an Feiertagen. Es geht ja nicht darum, dass sich jetzt zum Beispiel Herr Wissing hinstellt und sagt, streiken nicht mehr bei der Bahn, sondern es geht darum, es, ich sage mal, in solch kritischen Infrastrukturen abzuschwächen. Und da haben wir möglicherweise auch viele in der Bevölkerung Sympathien und Verständnis für. Sie kennen ja die Umfragen, so wahnsinnig beliebt war der GDL-Streik nicht. Streik ist nie beliebt, weil wir Drittbetroffenheit haben. Aber zum Wort kritische Infrastruktur muss ich was anmerken. Die kritische Infrastruktur ist das Netz. Das ist die Energieversorgung, das sind die Bahnhöfe, die für das Eisenbahnsystem von Bedeutung sind. Kritische Infrastruktur sind nicht 61 Tarifpartner, die als Eisenbahnverkehrsunternehmen im Wettbewerb stehen. Da verwechseln wir was. Die kritische Infrastruktur ist ein Monopol. Wir haben die Unternehmen im Wettbewerb, die wir tarifieren. Aber wenn keine Lokführer fahren, dann fahren auch keine auf dieser kritischen Infrastruktur. Also das eine hängt mit dem anderen doch zusammen. Nee, eben nie. Die kritische Infrastruktur, ja, Frau Slomka, das ist nun mal so. Die kritische Infrastruktur ist gesetzlich definiert. Das ist das Gleis, das ist die Infrastruktur, die den Zugverkehr gewährleisten soll. Aber in anderen Ländern wird das doch auch so definiert. Da gibt es eben Auflagen, wie viel gestreikt werden Ja, andere darf. Länder haben aber auch nie privatisiert und haben die Eisenbahn. Die Italiener haben auch einen privaten Hochschnellzug, die Schweizer haben privatisiert, in Spanien gibt es private Bahnen und in vieler Hinsicht auch viel tollere Bahnen als bei uns. Das fragt man sich ja auch, warum das in Deutschland eigentlich nicht möglich ist. Ausschließlich die im Eigentum des Bundes befindliche Eisenbahn kann eine Anweisung erhalten, wann sie was zu machen haben. Sie können doch ein Unternehmen nie anweisen, für lau irgendwelche Züge durchs Land zu fahren. Und wir müssen an der Stelle aufpassen. Kritische Infrastruktur, ja. Ich bin dafür, dass wir darüber diskutieren und dass die kritische Infrastruktur auch funktionieren muss, vor allen Dingen in Ausnahmesituationen. Aber hier ist keine Ausnahmesituation gewesen, sondern eine Auseinandersetzung mit einem Management, das sich selbst bedient und für die eigenen Mitarbeiter nichts übrig hatte. Herr Wieselski, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und dann kommen wir zu dem furchtbaren Unglück, das sich auf einer der wichtigsten Wasserstraßen der USA ereignet hat. Am großen Handelshafen von Baltimore im Ostküstenstaat Maryland ist nach der Kollision eines Schiffes eine 4-spurige Autobahnbrücke komplett zusammengestürzt. Noch ist unklar, ob und wie viele Menschen ums Leben kamen. Dass es ein Unglück war und nicht etwa ein Anschlag, da sind sich die Behörden inzwischen ziemlich sicher.
Aufgrund der Videoaufnahmen hätte man zunächst ja auch durchaus Absicht vermuten können, weil dieses riesige Containerschiff so scheinbar zielstrebig den Brückenpfeiler ansteuerte. Tatsächlich war aber wohl genau das Problem, dass die Steuerung ausgefallen war und die Crew hilflos zusehen musste, wie ihr Schiff auf den Pfeiler zutrieb. Elmar Thewesen berichtet. Die Dali links im Bild verlässt gerade den Hafen, da wird es zappenduster auf dem Frachter. Strom weg, dann wieder da, bald danach wieder weg. Wir haben das Video beschleunigt, das Schiff zieht eine Kurve, manövrierunfähig. Die Crew setzt einen Notruf ab, sofort sperren die Behörden die Brücke, aber zu spät für ein paar Fahrzeuge. Es ist 1:28 Uhr in der Nacht. Eine der wichtigsten Verkehrsadern an der Westküste der USA bricht zusammen. Der Lärm weckt die Anwohner am Patapsco River. Wir wachten auf, es war wie ein Erdbeben. Ich bin schockiert, dass die Brücke eingestürzt ist. Es ist unwirklich. Einige Fahrzeuge mit ihren Insassen wurden in die Tiefe gerissen, in das 7 Grad kalte Wasser. Rettungskräfte konnten bisher nur 2 Menschen retten. Am Tag wäre die Katastrophe viel größer gewesen. Über die Francis Scott Key Bridge, benannt nach dem Autor der amerikanischen Nationalhymne, führt eine Autobahn, fahren täglich 35.000 Autos. Der Gouverneur von Maryland wendet sich an die Angehörigen der Opfer. Unsere Herzen sind gebrochen. Wir fühlen Ihren Verlust und denken an Sie. Die bisherigen Ermittlungen deuten auf einen Unfall. Es gibt keine glaubhaften Beweise für einen Terroranschlag. Bilder aus den Morgenstunden zeigen, dass die Notbeleuchtung auf dem Frachter funktioniert. Eigentlich haben moderne Containerschiffe 4 bis 6 Stromaggregate an Bord. Mehrere müssen beim Ein- und Auslaufen aktiv sein, um in Sekundenschnelle einen Stromausfall zu kompensieren. Diesmal lief wohl alles schief. Also die Hauptstromerzeugung, um es kurz zu machen, an sich ist mehrfach redundant ausgeführt. Und auch wenn die komplett down ist, gibt es ein Notstromaggregat, was für das Starten, das Hochfahren der Stromerzeugung vorgesehen ist. Durch den Hafen von Baltimore gehen jährlich 50 Millionen Tonnen Fracht im Wert von 80 Milliarden $, darunter ein Großteil der Ein- und Ausfuhren, 850.000 Fahrzeuge pro Jahr. Die blockierte Zufahrt ist ein Schlag für die US-Wirtschaft. Mein Team wird Himmel und Erde in Bewegung setzen, um die Brücke schnellstmöglich zu reparieren. Am Ende bleibt die Frage, ob der Aufprall der Dali irgendwie vermeidbar gewesen wäre. Dann schalten wir live nach Baltimore zu unserer Korrespondentin Claudia Bates. Claudia, erstmal die Frage, wie ist jetzt die Situation vor Ort? Was hört man von der Suche nach Vermissten? Ja, die Rettungsarbeiten laufen noch. Mit Booten wird gesucht und seit dem Morgengrauen sind auch Taucher im Einsatz. Das hat im Moment noch eine große Priorität. Auf der Brücke waren im Moment des Aufpralls offenbar Bauarbeiter und einige wenige Autos. 2 Menschen konnten relativ schnell dann aus dem Wasser gerettet werden, von denen einer schwer verletzt ist und der andere unverletzt. 6 Menschen werden noch vermisst. Und die Rede war heute mal von 5, auch mal von 7 Autos, die in den Fluss gestürzt sein sollen. Aber das ist alles noch vorläufig. Und jetzt bei Wassertemperaturen von 7, 8 Grad würde es jetzt an Wunder grenzen, wenn noch Überlebende gefunden würden. Allerdings. Dann haben wir es eben auch im Bericht gehört, die Frage steht im Raum, ob das irgendwie vermeidbar gewesen wäre. Und dann denkt man natürlich auch an diese Brücke und fragt sich, wie kann das sein, dass eine Brücke dann so zusammenstürzt, wenn ein Pfeiler getroffen wird? Oder war diese Brücke überhaupt geeignet für das, was sie da an dieser Stelle tun soll? Ja, also diese Francis Scott Key Bridge ist eine Stahlbrücke mit einem sehr schlanken Design. Sie wurde 1977 gebaut und ist natürlich nicht ausgelegt, um einer solchen Wucht eines großen beladenen Containerschiffes heutiger Größe standzuhalten. Keine Brücke ist das letztlich. Die Infrastruktur hier in den USA ist ja zum Teil sehr marode und nun wird natürlich geprüft werden, ob es Reparaturbedarf an der Brücke gegeben hat, wobei der Gouverneur des Staates gleich mal schnell gesagt hat, die Brücke sei völlig in Ordnung gewesen. Aber es gibt in Häfen zum Teil Konstruktionen, die Schiffe von den Brückenpfeilern wegleiten, wenn sie vom Kurs abgekommen sind oder auch weiträumigen Schutz der Pfeiler. Und das war offenbar hier nicht der Fall.
Wird es noch viele Fragen nach Baltimore geben. Danke erstmal, Claudia, bis hierhin. Und jetzt geht's bei dir weiter, zunächst mit dem Blick auf den Nahen Osten. Der Bundesaußenministerin Baerbock will mehr Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf den Weg bringen. Sie wolle sich für ein Konzept einsetzen, bei dem Transporte direkt aus Jordanien nach Gaza hineinfahren und nicht mehr an der Grenze umgeladen würden, sagte Baerbock, die den israelischen Gaza-Übergang Kerem Shalom besuchte. Zuvor war Baerbock in Tel Aviv mit ihrem israelischen Kollegen Katz zusammengetroffen. Die deutschen Grenzen sollen zur Fußball-Europameisterschaft schärfer kontrolliert werden. Das hat Bundesinnenministerin Faeser angekündigt. Es gehe darum, die EM bestmöglich vor Islamisten und anderen Extremisten sowie vor Hooligans zu schützen, sagte sie der Rheinischen Post. Die EM findet von Mitte Juni bis Mitte Juli statt. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat seinen Armutsbericht vorgestellt. Im Jahr 2022 waren demnach 14,2 Millionen Deutsche von Armut betroffen. Davon seien fast 22% minderjährig, etwa 23% Rentner und 26,4% Erwerbstätige. Arm ist laut dem Bericht zum Beispiel, wer als Single weniger als 1.186 € im Monat zur Verfügung hat oder Alleinerziehende mit einem Kind mit weniger als 1.542 €. Und zu diesem Thema dann später im Heute-Journal Update ein Gespräch mit dem Armutsforscher Butterwegge. Die Agrarminister der EU haben sich auf deutliche Lockerungen der Umweltauflagen in der Landwirtschaft geeinigt. Sie stimmten Plänen der EU-Kommission zu, die unter anderem neue Regeln für Brachlandanteile auf Ackerflächen vorsehen. Die Maßnahmen sollen im April dann vom Europaparlament final beschlossen werden. Begleitet wurde das Treffen erneut von massiven Protesten. Laut Polizeiangaben wurden das Brüsseler Europaviertel und Einfahrtsstraßen in die Stadt mit mehreren hundert Traktoren blockiert. Julian Assange darf vorerst nicht an die USA ausgeliefert werden. Das hat der Londoner High Court entschieden. Die Entscheidung, ob der WikiLeaks-Gründer erneut gegen seine Auslieferung in Berufung gehen darf, ist damit jedoch nur aufgeschoben. Das Gericht will am 20. Mai endgültig entscheiden und verlangt dafür von den USA zusätzliche Garantien auf einen fairen Prozess im Falle einer Auslieferung. Die USA werfen Assange wegen der Veröffentlichung von geheimen US-Dokumenten Spionage vor. Seit dem Terror der Hamas am 7. Oktober und dem darauffolgenden Gaza-Krieg wird der Nahostkonflikt auch in amerikanischen und europäischen Universitäten ausgetragen. Das gab es vorher zwar auch schon, aber nicht in so einer Dimension. In Berlin hat das dazu geführt, dass viele der jüdischen Studierenden, die sich da in kleiner Minderheit sehen, inzwischen Angst haben, überhaupt noch in die Uni zu gehen. Den Universitätsleitungen wurde vorgeworfen, sie würden sich nicht trauen, pro-palästinensischen Gruppen entschieden genug Grenzen aufzuzeigen, etwa offen antisemitische oder gar gewalttätige Studierende zu exmatrikulieren. Das Mittel der Exmatrikulation wurde jedoch in Berlin als einzigem Bundesland abgeschafft. Der Senat hat heute beschlossen, das wieder rückgängig zu machen. Welche Debatten das nun wiederum auslöst, berichtet Markus Groß. Die Wunden sind verheilt, doch der Schock sitzt bei Lahav Shapira noch tief. Rückkehr an den Ort, an dem der jüdische Student Opfer einer Gewalttat wurde. Berlin-Mitte Anfang Februar. Nach einem Barbesuch wird Shapira offenbar gezielt angegriffen. Schläge und Tritte gegen den Kopf. Der Tatverdächtige ein Kommilitone mit palästinensischen Wurzeln. Die Knochen in der Nase waren komplett zerbrochen, die Augenhöhle war zerbrochen. Ich hatte eine geringfügige Hirnblutung, die sich glücklicherweise nicht ausgeweitet hat. Vorausgegangen war eine pro-palästinensische Protestaktion an der FU Berlin. Hörsaalbesetzung und anti-israelische Parolen. Shapira hält dagegen. Die Folge: in Chatgruppen wird er als jüdischer Aktivist markiert. Es wurde praktisch eine Hetzjagd organisiert gegen jüdische Studierende. Und das hat leider in diesem Angriff geendet. Die Attacke auf ihn hat die Berliner Politik unter Druck gesetzt. Jetzt soll das Hochschulgesetz verschärft werden. Gewalttäter jeder Form können künftig exmatrikuliert werden. Wenn ich sehe, was für antisemitische Vorgänge in unseren Hochschulen stattgefunden haben, dann sind das für mich
indiskutable und nicht akzeptable Zustände, wo wir rein müssen. Demonstration heute gegen das geplante Hochschulgesetz. Die Studierenden befürchten, auch Klimaproteste oder Hörsaalbesetzungen könnten so sanktioniert werden. Man muss sich klar machen, diese Exmatrikulation schwebt dann wie ein Damoklesschwert über jeder Form von studentischem Protest, jeder Form von studentischer Meinungsäußerung. Auch die Präsidentin der TU Berlin hält es für problematisch, dass Hochschulgremien künftig über schuldig oder nicht schuldig entscheiden sollen. Es ist unklar, wie Taten konkret definiert sind. Es ist unklar, wer das wie nachweisen muss. Gleichzeitig sehen wir ja auch, dass es einen enormen politischen Druck gibt auf sowohl PolitikerInnen als auch auf Hochschulleitungen, in bestimmte Richtungen hin zu entscheiden. Jüdische Studierende hingegen erhoffen sich von dem geplanten Gesetz vor allem eine abschreckende Wirkung. Wir fordern weiterhin, dass die Möglichkeit der Exmatrikulation wieder eingeführt wird, ganz speziell für extremistische und gewalttätige Studentinnen als Ultima Ratio. Wenn für Lahav Shapira nach Ostern das Semester beginnt, wird er von einem Personenschützer begleitet. Sicher ist sicher. Das ist schon traurig, dass man solche Mittel als jüdischer oder israelischer Studierender greifen muss. In Zukunft will er sich auf sein Studium konzentrieren und den Fall irgendwie hinter sich lassen. Und jetzt noch mal Heinz mit Wirtschaft. Der Kommunikationskonzern Vodafone will Personalkosten reduzieren durch Einsparungen und Verlagerung von rund 2000 Stellen. Das hat Vodafone im Zuge seines Transformationsprogramms angekündigt. Stefanie Barrett, welche Veränderungen hat der Konzern vor? Ja, eine ganze Reihe. Im Prinzip befindet sich Vodafone Deutschland ja wie die gesamte Branche im stetigen Umbruch. Bei der Nummer 2 nach der Deutschen Telekom haben sich allerdings einige hausgemachte Probleme aufgestaut, die zuletzt auch bei Kunden nicht so gut ankamen. Der Telekommunikationsmarkt in Deutschland ist hart umkämpft. Jetzt will sich die deutsche Tochter des britischen Konzerns für den Wettbewerb in ihrem wichtigsten Markt besser rüsten. Derzeit beschäftigt Vodafone in Deutschland rund 15.000 Menschen. 2.000 Stellen werden nun in den kommenden Jahren abgebaut und verlagert. Auch Doppelstrukturen bei IT-Systemen sollen wegfallen. Auf diese Weise will der Konzern insgesamt 400 Millionen Euro einsparen. Der Trend zu mehr Automatisierung, Digitalisierung und KI sorgt in vielen Branchen dafür, dass Jobs und Tätigkeiten an der einen Stelle wegfallen, an anderer Stelle aber auch Mitarbeiter gesucht und eingestellt werden. Dazu zählen Wachstumsfelder wie etwa das Daten-Cloud-Geschäft. Und auch der Kundenservice soll eine Renaissance erleben. Die Aktienmärkte klettern indes weiter von Rekord zu Rekord. Heute knackte der DAX erstmals die Marke von 18.400 Punkten. Die Aussicht auf mögliche Zinssenkungen im Juni schon beflügelt die Kurse. Stefanie Barrett, vielen Dank. Es gibt jetzt auch im Tarifkonflikt für die rund 25.000 Beschäftigten der privaten Luftsicherheitsdienstleister eine Schlichtung. Die Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BDLS haben sich darauf geeinigt. Beginnen soll das Verfahren am 5. April und spätestens am 7. April enden. Laut BDLS hat die Gewerkschaft zugesagt, bis zum Ende der Schlichtung keine weiteren Streiks durchzuführen. Der Deutsche Wetterdienst hat ein neues Vorhersagemodell zur Bodenfeuchte vorgestellt. Es sei hilfreich für Land- und Forstwirtschaft oder auch den Katastrophenschutz. Das Vorhersagemodell berechnet die Verdunstung und den Bodenwasserhaushalt in bis zu 2 Meter Tiefe für eine frühzeitige Vorbereitung, etwa wenn Trockenheit droht und die Gefahr von Dürre oder Waldbrand besteht. Wie bringen wir die Kinder in Sicherheit? Ist die Frage, die sich Eltern stellen, zu allen Zeiten und überall auf der Welt, wenn Krieg droht oder Verfolgung oder beides. Es war die Frage, die sich natürlich auch jüdische Eltern unter der Nazi-Herrschaft stellten. Ende der 1930er war es aber schwer, noch rauszukommen. Die Bereitschaft anderer Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, hielt sich in Grenzen, auch gegenüber verfolgten Juden. Nach den Novemberpogromen 1938 gab es dann aber für kurze Zeit die Möglichkeit, wenigstens 10.000 Kinder mit den sogenannten Kindertransporten aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei nach Großbritannien zu bringen. Ihre Eltern schickten sie alleine auf diese Reise, um sie zu retten. Daran erinnert jetzt ein Kinofilm mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Hilke Petersen berichtet.
Die Geschichte ist wahr. 1939 verlassen Züge mit jüdischen Kindern Prag. Mütter und Väter bleiben am Bahnhof zurück. Das tut mir so leid. Die meisten von ihnen werden sterben in den Konzentrationslagern der Nazis. Es ist der Londoner Börsenmakler Nicholas Winton, der 669 Kindern die Flucht organisiert, und britische Pflegeeltern. Danke. Mrs. McFarlane. Mrs. McFarlane? Hier. Der Film One Life erzählt von Wintons schwieriger Rettungsmission, dem Kindertransport. Winton stirbt 2015, da ist er 106 und erinnert sich wenige Jahre zuvor im Interview mit dem ZDF. Wir bekamen Bilder von all den Kindern, die Prag verlassen wollten. Wenn sie dann ihre Pflegeeltern trafen, konnten sie erst mal nicht miteinander sprechen, denn sie redeten in unterschiedlichen Sprachen. Es werden 8 Züge voller Kinder, die in London ankommen. Der letzte, kurz vor Kriegsausbruch, kann nicht mehr starten. Das macht Winton lebenslange Schuldgefühle. Anthony Hopkins spielt den bescheidenen Retter, den noch im Alter die Erinnerungen quälen. Er war am Boden zerstört, als er den letzten Zug verloren hatte, als Chamberlain Hitler den Krieg erklärte. Da gab es keine Kommunikation mehr, viele seiner Helfer verschwanden. Das hat ihn sein Leben lang belastet. Die Kinder aus dem letzten Zug kamen niemals an. Das war eine schreckliche Tragödie. Vera Gissing is with us here tonight. 1988 ist Nicholas Winton Gast einer populären BBC-Fernsehshow. Dann die Überraschung. Viele der geretteten Kinder sitzen im Publikum, 50 Jahre danach. Der bewegende Moment auch im Film. Ich darf Ihnen sagen, dass der Mann, der direkt neben Ihnen sitzt, Mr. Nicholas Winton ist. Bis dahin hatte Winton jahrzehntelang kaum über seinen Kindertransport gesprochen. One Life-Regisseur James Hawes arbeitete früher mal für die BBC-Sendung. Für mich ist es unmöglich, bei der Szene nicht emotional zu werden, bei seinem unterdrückten, kontrollierten Gefühlsausbruch. Diese Szene im Film zu rekonstruieren, das war ein Geschenk und eine Herausforderung zugleich. Lord Alf Dubs, auch eins der Winton-Kinder, lange mit ihm befreundet. Dubs ist 91, sitzt im Londoner Oberhaus. Als 6-Jähriger war er allein nach England gereist. Tausende in den Familien der Geretteten würden nicht existieren ohne Nicholas Winton. Es ist großartig, jemanden zu treffen, dem man sein Leben verdankt. Das passiert nicht so oft. Kann es sein, dass heute Abend hier noch jemand unter uns ist, der sein Leben Mr. Nicholas Winton zu verdanken hat? One Life, das ist ein Film über viele Leben. So viel vom Heute-Journal. In der gleich nachfolgenden Reportagereihe 37 Grad geht es heute um die Beziehung von Enkeln zu ihren Großeltern mit dem schönen Titel Verbündete im Leben. Um 0 Uhr meldet sich dann Laura Barneck mit unserem Heute-Journal-Update. Wir morgen wieder. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Ostern steht vor der Tür und nach aktuellem Stand wird es mild. Der Temperaturtrend hier am Beispiel von Berlin zeigt pünktlich zum Wochenende in Richtung oder sogar über 20 Grad. Insgesamt ist es aber ein sehr dynamisches Wettergeschehen im Moment. Das liegt an dieser ausgedehnten Tiefdruckzone hier westlich von uns. Und die sorgt morgen für zweigeteiltes Wetter. Sie bringt nämlich von Westen her Regen und kühlere Temperaturen. Im Osten kommt davon erstmal noch nichts an. So gibt es auch heute Nacht im Westen mehr Wolken mit einigen Regentropfen, sonst ist es nur gering bewölkt. Der Südwind, also diese südöstliche Strömung mit einer Föhnkomponente im Erzgebirge und an den Alpen, sorgt dafür, dass es in der Nacht auch nicht mehr so kalt wird wie in der vergangenen. Die Werte sinken auf 9 bis 2 Grad. Morgen startet der Tag in der Mitte und im Osten trocken und teils mit längerem Sonnenschein. Zwischen Niederrhein und Allgäu, da regnet es schon.
Nachmittags kommt dieses Regenband dann bis zur Mitte voran. Im Süden können sich nachmittags dann auch einzelne kräftige Gewitter entwickeln. Zwischen der Ostsee und dem Erzgebirge, da bleibt es aber teilweise bei Sonnenschein, auch wenn der Himmel milchig eingetrübt sein kann. Das ist der Sahara-Staub, der auch die Temperaturen noch einmal dämpft. Trotzdem sind bei Sonnenschein und mit Föhnunterstützung 19 Grad möglich in der Osthälfte des Landes, stellenweise auch noch etwas mehr. Ganz anders sieht es unter den Regenwolken im Westen aus. Da ist es deutlich kühler als heute mit 9 bis 13 Grad. Am Gründonnerstag ist es wechselhaft und etwas kühler. Aber wie gesagt, zum Wochenende geht es dann wieder mit den Temperaturen bergauf. Tschüss.